Hello there. Today we're making Koenigsberger Klopse. Heute machen wir Koenigsberger Klopse. In a previous video I showed you how to make the Klopse because I made them beforehand since it's so much easier to get the final recipe assembled. In einem anderen Video habe ich gezeigt, wie man die Klopse selber machen kann und dann einen Tag oder 2 Tage im Kühlschrank aufbewahren kann. Und dann geht es ganz schnell, die Soße zu machen und dann hat man das Gericht ganz schnell fertig, weil die ja schon gekocht sind. Wie Sie sehen können, ist da eine ganze Menge Fett, das sich hier oben abgesetzt hat. Und das brauchen wir natürlich nicht, denn die Soße wird mit Butter gemacht. So the fat we don't need because the flavor is in there already and the sauce itself isn't going to be made with butter, so we do have enough fat in it. So now I'm going to strain the broth because I'm making the sauce with the broth. Now you could easily make the sauce, and usually we make the sauce with just water, and then simply by simmering the meatballs, the raw meatballs in the water, the same effect occurs where the flavor of the meat goes into the sauce itself. So I'm straining this because some of the onion pieces of the meatballs are in the sieve now. So we don't need that anymore, and let's just go over to the stove. So we're turning the stove on and we're adding about a good tablespoon and a half of butter. Because we need, also ungefähr einen guten Esslöffel, 1,5 Esslöffel Butter zerlassen. So the butter is melted now. Die Butter ist geschmolzen und jetzt kommt das Mehl dazu. So, und da nehmen wir ungefähr 2 gehäufte Esslöffel Mehl dazu. So 2 heaping tablespoons of flour. And that now has to be cooked. So, das Mehl muss jetzt natürlich gekocht werden. So we don't want this to burn, but we want it to cook out. And now we're going to add the cold broth in small amounts. And keep stirring because otherwise it won't get smooth. Now this looks pretty lumpy right now, and that is okay. In fact, it has to be that way. But if you keep watching the pot here, you see how it is already smoothing out. Es ist sehr klumpig jetzt, aber wenn Sie mal dazu gucken, dann können Sie sehen, dass sich das gut vermischt. So, jetzt sind wir soweit, ein bisschen nachzugießen. Now we have to add more, a little bit at a time. Okay, so the second refill of broth occurred, and now we have to bring it back to temperature. And that takes just a little bit of patience. So, der zweite Nachschub Brühe ist jetzt da drin, und da braucht man ein bisschen Geduld, um das wieder heiß genug zu machen, um es dann zu vermengen. So, and now I'm going to change over to my whisk. All right, time for the next little bit of broth. Der dritte Nachschub. And there it smooths out again, und jetzt ist es schon wieder schön verarbeitet, und der nächste Schub. So, und jetzt sind wir schon fast dabei, dass wir sehen, ob das jetzt dünn genug ist. Aber das muss natürlich erst kochen, ne? Und immer schön aufpassen, dass man aus den Ecken heraus das Mehl herausbekommt. Always to make sure that you scrape off the corners, that it doesn't burn. And it's starting to look very nice, isn't it?
Sieht sehr gut aus. Und das nächste bisschen. Also man kann schon sehen, wie das so abläuft. Immer ein bisschen mehr und dann irgendwann mal wird das genug sein. Naja, wollen wir sehen, wann das irgendwann mal passiert. Fast sind wir dabei, glaube ich. Und ich habe das jetzt auf mittlere Flamme gestellt, damit man das gut machen kann. I put it on a medium flame. Mal schauen. Ja, the corners are all nicely cleaned. Da ist nichts kleben geblieben an den Rändern. Ja, nun ist es schon langsam ein bisschen dicker geworden und noch ein kleines bisschen Brühe dazugeben. Denn wir müssen ja dann die Klopse da wieder reintun, damit die durchwärmen. Und die sind ja ziemlich groß, also das dauert ein bisschen. 10 Minuten vielleicht. We have to make the sauce the right consistency because it will reduce while the meatballs are heating up in it. Okay, so now this is the consistency we want the sauce to be. Nice and custard-like, a little on the thin side because, like I said, it will reduce some more. And the good news is that if it reduces too much, we can always add some more broth. If we're running out of broth, just add a little bit of water. It has the consistency I'm looking for, like a nice little custard sauce. Like that. It coats the spoon. That's what I want. So soll das jetzt sein. Genau die richtige Konsistenz. Und jetzt muss ich es mal probieren. Erstaunlicherweise ist das schon fast perfekt, weil wir es ja mit der Brühe gemacht haben. Und der Geschmack von den Klößen sind ja schon in der Brühe drin. Aber ein kleines bisschen Salz noch dazufügen, nicht viel. Pfeffer, wenn Sie weißen Pfeffer reinmachen möchten, gerne, habe ich leider im Moment nicht da. Also schwarzer Pfeffer geht für mich auch. A tiny bit of salt and pepper. A lot of people would probably add white pepper, but I kind of like the little speckles of the black pepper, and I don't happen to have any white pepper handy at the moment. Ich mag das, wie das so aussieht mit den schwarzen Pfeffer drin. Und jetzt kommen die Kapern rein. Das ist natürlich jetzt so ein Problem für manche Leute. Wie mein Sohn Martin, der mag keine Kapern. Für ihn machen wir Klöße ohne Königsberger. Nein, ist nur ein Witz. Warum die Koenigsberger Klopse heißen, hat sicher nichts mit den Kapern zu tun. So, die Kapern einfach ein bisschen abgießen hier und hinein. Und da ich sehr gerne Kapern mag, mache ich das ganze Glas rein. Und das sind 100 Milliliter. Und wie Sie sehen, habe ich die Flüssigkeit aufbewahrt. Da gibt es einen Grund für. Now, my son Martin doesn't like capers. So for him, this is absolutely perfect on its own without the capers. I, however, love the capers. So for me, they have to be in there. And I have reserved the juices from the caper jar because we might have to add them a little later. So now we're going to add all those already pre-cooked meatballs, and they now have to simmer in here for about 10 minutes on a small flame because we don't want to burn this. So we need to kind of stay put and gently move this around because the sauce will burn if we leave it be. Now this is all in here, so we just need to do a final taste test. I like it sour, so I'm adding half of the liquid, and I'm also adding
Now, is this authentic Koenigsberger Klopse? I have absolutely no idea. Sind das authentische Koenigsberger Klopse? Keine Ahnung. Aber so hat meine Oma es gemacht. But this is how my grandmother made it, and this is how I grew fond of it. So hat Oma es gemacht und so mag ich das. Ob es authentisch ist, weiß ich nicht. So, letzte Mal abschmecken. Jetzt brauche ich bloß noch meine Kartoffeln aufsetzen. I just have to put my peeled potatoes on the stove. And this broth here that I still have left over, I'm going to keep because that'll be perfect with something like ramen noodles. Something very simple. Diese Brühe, die hebe ich auf. Die wäre perfekt mit Ramen-Nudeln oder als Basis für eine Spaghetti-Soße. Mal sehen. Oder auch für die nächste Kartoffelsuppe. So, jetzt lassen wir die durchziehen auf kleiner Flamme und bewegen die ab und zu mal ein bisschen, damit es nicht anbrennt. Und sobald die Kartoffeln fertig sind, können wir essen. So, I'm going to let these simmer on a small flame and I'm going to stir them gently so that the sauce doesn't start burning, sticking to the bottom of the pan. And as soon as my potatoes are boiled, dinner, yes, we can eat. So I'll see you once this is all done, about 15 minutes. Bis gleich. And just like I thought, about 10 minutes have passed. The potatoes are boiled and drained. And the Koenigsberger Klopse are ready. Die Kartoffeln sind fertig und auch schon abgegossen. Und die Koenigsberger Klopse sind fertig. Jetzt können wir servieren. Ah, ich muss natürlich den Herd ausmachen. So. Vielleicht 2 Klopse pro Person oder 3, maybe 2 per person or 3. So then we'll add some potatoes. Oh, the smell is fantastic. Now for those of you who don't like capers, you won't have the brine from the capers either. So instead of the caper sauce that gives it the acidity, you would add a tablespoon of white vinegar. So für diejenigen, die Kapern nicht mögen, ich habe hier die Soße die einige Soße von den Kapern mit reingemacht, um das süß-sauer abzuschmecken. Einfach einen Esslöffel normalen, durchschnittlichen weißen Essig benutzen. So, und jetzt die schöne Kapernsoße. Entschuldige Martin, du weißt, ich weiß, du magst die Kapern nicht, aber stell sie dir einfach ohne Kapern vor. Die schöne Kapernsoße darüber gießen. Ich kann überhaupt nicht warten, das zu essen. I just can't wait to eat it. So, und das ist meine Version von Koenigsberger Klopsen. This is my version of Koenigsberger Klopse. And if you enjoy this, let me know. And perhaps you have a different recipe and you'd like to share that. I would like to hear that too. But if you enjoy it, you can like it or you can subscribe. Thank you so much and guten Appetit.